Diese schöne MZ ETZ 250 wartet darauf, dass ich ihren Motor repariere. Wenn ihr die letzten Videos gesehen habt, wisst ihr, dass die Kurbelwellen und der Kolben leider zerstört wurden. Das folgende Video zeigt, wie ich diese Motorüberholung durchgeführt habe. Es soll keine Anleitung sein. Ich fordere auch niemanden auf, dies ohne die notwendigen Kenntnisse selbst zu tun. Zu allen Reparaturen an meinen MZ-Motorrädern konsultiere ich vorher die zur Verfügung stehenden Reparaturhandbücher. Heute geht es ans Eingemachte, nämlich den Motor wieder zusammenbauen. Das ist der schwierigste und auch aufregendste Teil einer Motorüberholung. Ich arbeite dabei immer wieder mit Hitze am Gehäuse und Kälte an den Lagern. Bitte achtet darauf. Ich habe kein Thermometer dafür. Ich teste die Temperatur mit dem spuckefeuchten Finger. Wenn es zischt, ist die richtige Temperatur erreicht. Die Lager dagegen lege ich über Nacht in die Tiefkühltruhe. Und in diesem Fall hier arbeite ich zusätzlich mit einem Kältespray. Mit diesem Prinzip vom heißen Gehäuse und kalten Lager lassen sich alle Lager ohne Zwang einbauen. Gegebenenfalls muss ich nur leicht nachklopfen. Das erste Getriebelager wird also von der Außenseite eingelegt und mit einem Sicherungsring verriegelt. Dann setze ich die Sicherungsringe des zweiten Getriebelagers und des Kurbelwellenlagers ein. Achtet beim Kurbelwellenlager auf die richtige Lage in Bezug zur Ölbohrung. Zwischendurch prüfe ich, ob das Gehäuse noch schön heiß ist, ansonsten kann man an dieser Stelle nochmal nachheizen. Auch die Ölleitscheibe des Kurbelwellenlagers muss richtig positioniert werden zur Ölbohrung. Das Kurbelwellenlager wird eingesetzt mit dem Kunststoffkäfig zur Innenseite hin. Hier seht ihr die Ölbohrung des Kurbelwellenlagers mit positioniertem Sicherungsring und Ölleitblech. Schon ist der erste Schritt geschafft. Ihr könnt nun gerne eine Pause machen und an einem anderen Tag weitermachen. Hier kontrolliere ich nochmal das Ölleitblech des Getriebes. Dies habe ich bereits im dritten Video beschrieben. Ich verlinke es euch gerne nochmal. Das Gehäuse hat auf der linken Seite eine Öffnung, durch das man hineinschauen kann. Ihr seht also, ob das Ölleitblech auf der Nase aufliegt oder nicht. Die Spannung steigt, jetzt geht es an den Getriebeeinbau. Diesen kleinen Hilfsrahmen benötige ich, um die Getriebeteile zuerst in Einbaulage zu bringen und sie dann alle zusammen in das Gehäuse einzusetzen.
Jetzt ist das Gehäuse und das Getriebe vorbereitet für den Zusammenbau. Diesmal verwende ich den Heizdorn, um die Innenringe der Lager aufzuheizen, damit die Getriebewellen gut hineinflutschen. Diese Scheibe gehört zur Führungsstange der Schaltgabeln. Diesen Aludichtring verwende ich jetzt nur dafür, dass mein Heizdorn nicht auf der Ölmembran aufliegt, wenn ich das Lager erhitze. Der muss natürlich wieder rausgenommen werden, bevor ich das Getriebe einsetze. Bei diesem Getriebe brauche ich wirklich einen Temperaturunterschied, um die Getriebewellen in die Lager einzusetzen. Die Passung ist also recht stramm. Ich habe schon andere Motoren gesehen, wo die Passung weniger fest ist, sodass man das Getriebe auch bei Raumtemperatur eingesetzt bekommt. Damit die Lagerinnenringe schnell die Temperatur annehmen, muss der Heizdorn natürlich ordentlich heiß sein. 100 Grad reicht da nicht aus. Ich schätze, dass es ungefähr um die 150 Grad sind. Ich prüfe das immer so: Wenn ich diesen Dorn auf Holz stelle, muss das Holz langsam ankokeln. Ihr merkt, hier muss ich ein bisschen jonglieren und immer wieder den Fingertest machen. Am Lager mit dem trockenen Finger und am Heizpilz mit dem spuckefeuchten Finger. Aber jetzt reicht's. Nach der Leerlauf-Arretierschraube kommt jetzt noch der Schaltautomat, der sich sehr einfach einbauen lässt. Das Getriebe ist jetzt eingebaut. Das ist der zweite große Schritt auf dem Weg zur Komplettierung. Ob er erfolgreich ist, zeigt noch eine Schaltprobe. Ohne Gehäuse funktioniert es leider nicht, wie ihr hier sehen werdet. Ich komplettiere also zur Probe das Gehäuse, erstmal mit der kleinen Scheibe für die Schaltgabelwelle, dann die rechte Gehäusehälfte ohne Lager, aber damit sind dann die Wellen des Getriebes so gut geführt, dass man auch gut durchschalten kann. Das Teil hier wird umgangssprachlich Pizzaschneider genannt. Tatsächlich ist es die Schaltarretierung. Mit diesem Mechanismus wird die Schaltwalze in Position gehalten. Jetzt schalte ich einmal vom ersten in den 5. Gang und wieder zurück.
Es funktioniert wundervoll. Wieder mal brauche ich einen sehr heißen Heizdorn, und zwar für die Vorbereitung der Kurbelwelle. Die Kurbelwelle war hierfür noch nicht in der Tiefkühltruhe. Umso wichtiger ist, dass der Lagerinnenring schön auf Temperatur kommt. Beachtet zum einen, dass der Kunststoffkäfig des Lagers zur Kurbelwelle hin zeigt und zum anderen die schönen Graffitis auf der Kurbelwelle von 1983 und 2021. Wenn bei mir im Haus eine Kurbelwelle im Tiefkühlfach liegt, stehen große Taten bevor. Jetzt geht's ans Eingemachte. Alles wird vorbereitet, alles wird vorgeplant und dann muss es einfach funktionieren. Die größte Herausforderung an diesem Arbeitsschritt ist es, die Abläufe nicht durcheinander zu bringen. Nämlich Kurbelwelle kühl stellen, Gehäusehälfte warm machen, Heizdorne heiß machen und dann beim Zusammenbau diese Komponenten nicht durcheinander zu bringen. Während im Hintergrund die Gehäusehälfte köchelt, reinige ich die Dichtfläche am Motorgehäuse. Jetzt ist die Zeit, diese Trennscheibe einzufügen. Ich habe sie etwas bearbeitet, damit sie auch gut reinpasst. Dass ich eine Dichtfläche hier frei lasse, ist schiere Absicht. Wenn ihr wissen wollt warum, schaut nochmal im Video 3 vorbei. Jetzt ist der Moment gekommen, jetzt muss jeder Handgriff sitzen. Ich fange mit den Getriebelagern an. Kalt gehen sie nicht drauf, deshalb kommen sie auf den sehr gut vorgeheizten Heizdorn. Flutsch, schon ist das erste Lager drauf. Und auch wenn ihr es nicht sehen könnt, nochmal heizen und dann kommt das zweite Lager. In dieser Zeit setze ich dann den Heizdorn für das Kurbelwellenlager ein. Hier ist Multitasking gefragt. Und jetzt muss man wirklich geduldig sein und warten, bis das Kurbelwellenlager heiß genug ist. Jetzt überstürzt zu handeln, gefährdet die gesamte Arbeit. Die gekühlte Kurbelwelle flutscht rein wie ein heißes Messer in Butter. Jetzt kommt die ausreichend vorgeheizte rechte Motorenhälfte. Diese Arbeitsschritte müssen zeitlich jetzt schnell verlaufen. Man will alles beendet haben, bevor die Motorhälfte zu sehr abgekühlt ist, um die letzten Hammerschläge zu setzen. Zuerst wird eine Schraube gesetzt, aber nur leicht angezogen, um vorne die Passhülse einzuschlagen, die die Motorhälften zueinander positioniert. Die Einschlagtiefe habe ich mir vorher genau angesehen, um zu wissen, wie weit ich die Hülse treiben muss. Danach kommen die restlichen Schrauben, zunächst die langen Schrauben am Getriebeteil
und nachher noch die kurzen Schrauben am Kurbelwellenteil. Festgezogen werden die Schrauben von der Mitte aus, fortschreitend nach links und rechts, von innen nach außen. Ein zweiter Durchgang beim Festziehen ist unerlässlich, gerne auch ein dritter, wenn das Gehäuse abgekühlt ist. Etwas Routine im Handgelenk sollte auch vorhanden sein, damit man jetzt nicht in der Hast eine Schraube abreißt. Ansonsten bitte einen Drehmoment verwenden. Jetzt kommt auf der rechten Seite nochmal ein Ölleitblech und ein Sicherungsring hinein. Die Ausrichtung muss zur Ölbohrung passen. Wie vorher schon angekündigt, kommen jetzt die letzten Hammerschläge. Man nennt es Freischlagen. Beim Zusammenbau werden die Lager etwas unter Spannung gesetzt. Dies beseitigt man mit gezielten Schlägen links und rechts der Kurbelwelle. Wie von Geisterhand kommt die Kurbelwelle nun nach oben. Das bedeutet, die Spannungen sind beseitigt. Genauso geht man nun auch bei den Getriebewellen vor. Dazu muss das Getriebe in Leerlaufstellung sein, damit man auch feststellen kann, ob die Wellen leicht laufen. Also mit einem Holzstück oder einem weichen Hammer links und rechts auf das Getriebe neben die Lager schlagen und einfach mal zur Probe durchdrehen. Wenn es sich leicht anfühlt, ist es in Ordnung. An dieser Stelle fällt die Anspannung von mir ab, denn ich kann davon ausgehen, dass diese Motorzusammensetzung geglückt ist. Vorne noch die eine Schraube reinsetzen und ich drücke da noch etwas Fett dazu, damit die Passhülse, die dort ja drin sitzt, nicht mit der Zeit festrottet. Und noch ein letztes Mal zur Probe durchschalten. An dieser Stelle habe ich vorher noch was vergessen. Und wenn ihr meine vorherigen Videos gesehen habt, wisst ihr auch genau, warum ich das jetzt hier tue. Ein weiteres Mal liegt das schwierigste Teil einer Motorüberholung nun hinter mir. Es hat wirklich sehr gut geklappt. Und es ist tatsächlich etwas einfacher als bei den Motoren mit innenliegenden Wellendichtringen. Was jetzt noch folgt, sind vermeintlich einfache Aufgaben, aber ich will den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dabei seid und zuschaut. Bis bald!